Mit ihrem Kultbully sind Lucy Wynn und Dennis Neigefind in Griechenland unterwegs. Berge, Beach, Stadt, du kannst alles Mögliche machen. Alles an einem Tag, wenn man möchte. Das Paar aus Köln will beides erleben. Inselleben und Großstadtabenteuer. Es fühlt sich an wie bei Lidl an der Kasse hier. Auf den Campingplätzen treffen sie echte Weltenbummler. Da geht es eben los, wo wir dann mittlerweile gar nicht mehr richtig nachvollziehen können, wo wir überall gewesen sind. Sie erkunden traumhafte freie Stellplätze und entdecken Kretas wilde Schönheit. Wunderschön. Es ist ihre erste gemeinsame Bulli-Reise mit Höhen und Tiefen. Lucy, stopp! Stein, was machst du? Wo willst du hin? Ich will nicht mehr. Eine aufregende Entdeckungstour. Vom Norden Kretas bis ins Herz von Athen. Die Nordküste Kretas. Hier beginnen Dennis und Lucy ihre Reise. Das junge Paar hat die Nacht im Bulli verbracht und startet gerade in den Tag. Wir sind schief, Dennis. Was ist schief? Der Kocher ist schief. Der Teig ist noch nichts, wirklich. Aber wir haben leider keinen Schneebesen dabei, deswegen ist es nicht 100% klumpenfrei. Die 23-jährige Marketingstudentin und der 30-jährige Kfz-Sachverständiger haben nur wenig Platz. Ihr Kultbully ist kompakt, aber charmant und liebevoll ausgebaut. Die beiden lieben das einfache, entschleunigte Reisen. Jeden Tag woanders zu stehen, jeden Tag einen schönen neuen Strand zu entdecken. Und ich weiß nicht, Hotel hast du ja jeden Tag das Gleiche. Es ist halt einfach die Natur, die man direkt genießen kann. Ja. Trubel kann man im Alltag den ganzen Tag haben. Eine Woche Griechenland. Für ihr Abenteuer wollen sie die perfekte Mischung aus Insel und Festland. Ihre Route startet am Balos Beach, dem nördlichsten Zipfel Kretas, führt ins Bergdorf Rokka und weiter entlang der Nordküste über Chania, die Region Rethymno bis nach Heraklion. Von dort nehmen sie die Fähre aufs Festland. Ihr Ziel Athen. Freunde von uns, die sind sehr, sehr oft hier auf Kreta, auch mit einem Bulli, und die haben da so von geschwärmt. Und dann haben wir das immer öfter gehört, also von den Reisen so Freunden erzählt haben, ja, wart ihr noch durch Kreta, es ist so schön. Sie haben einiges vor. Sie wollen Traumstrände entdecken, das wilde Treiben in Städten aufsaugen, rein in die Schlucht und raus aufs Meer. Mein Highlight wird, glaube ich, die Olivenölfarm. Einfach zu sehen, wie das alles produziert wird, weil wir täglich Olivenöl konsumieren. Ja, Athen auf jeden Die Fall. Akropolis. Ja, Akropolis. Das wird cool. Ich hoffe, dass man auch noch mal so einen guten Spot hat, um drüber zu schauen. Doch zunächst bereisen sie Kreta. Was wissen Sie eigentlich über die Insel? Ich habe einen krassen Funfact. Ja! Die Insel neigt sich. Und zwar kippt die Insel immer mehr. Ja, und zwar der Süden geht nach oben und der Norden geht nach unten. Nee, andersrum, oder? Dass es nach unten geht im Süden, weil jetzt, also im Süden, nein, im Norden. Im Norden kannst du tauchen gehen und da kannst du jetzt in Unterwasserhöhlen tauchen, wo Mammutzähne liegen und die waren früher über Wasser. Dass der Süden nach unten geht und der Norden geht nach oben. Denn Wir sind uns nicht ganz einig, in welche Richtung es kippt, aber es kippt sich auf jeden Fall und das finden wir krass. Ja. Na, dann kann's ja losgehen. Eins ist sicher, heute wollen Sie in den Norden. Wir haben heute geplant, dass wir zum Balos Beach fahren. Ich glaube, das ist der Strand auf Kreta. Türkises Wasser, eine kleine Insel, wo man dann rüberlaufen kann. Aber der Weg hat's in sich. Ohne Allrad eine echte Prüfung. Hält der alte Bulli durch? Also er ist halt mit den Offroad-Reifen und ein bisschen höher gelegt. Man sitzt ja auch auf der Vorderachse. Das ist halt das Besondere beim T3, dass du halt mitbounced, wenn er da vorne sitzt. Also es ist ein geiles Fahrgefühl. Parken ist dagegen jedes Mal eine kleine Herausforderung. Mit Gefühl und Druck geht es da rein, eigentlich. Dennis, es geht nicht. Okay, ich komme. Wollen wir tauschen? Ich kann nicht mehr. Komm her, bitte. Hat dich die Schublade geärgert? Eine Woche im Bulli bedeutet auch permanente Nähe. Und dabei wohnen sie noch nicht mal zusammen.
würde es jetzt gar nicht permanent regnen und wir würden nur im Auto sitzen. Ich glaube, das wäre noch mal eine andere Herausforderung, aber so können wir ja viel draußen sein. Oder allgemein auch die Vorstellung, wie wir am Reisen sind, dass wir da so übereinander gestimmt sind, dass wir ja beide das Gleiche wollen. Also Nervosität? Es ging gar nicht rein. Okay. Dann kann es jetzt losgehen. Abfahrt. Originale. Nichts gemacht. Jetzt aber los zum nördlichsten Zipfel Kretas. Doch die Kiste ruckelt ganz schön. Ich möchte jetzt aber auch rum, die hier Probe an. Dennis, so treib's nicht. Selbst im ersten Gang kann Dennis nicht allen Schlaglöchern weichen. Die Schotterstraße ist unberechenbar. Aus 20 Minuten Fahrt werden 40. Aber halb so wild. Sie sind auf Reisen. War richtig gut. Also mir hat es Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich würde es gerne noch mal, ja, ich werde es auch gleich tun. Wir müssen ja noch zurück. Auf 100 Metern Höhe weht ein anderer Wind. Nicht unbedingt Badewetter. Doch für die Aussicht lohnt es sich. Krass. Wahnsinn. Wow. Sieht aus wie so eine Salzwüste fast, weil es so hell ist. Erstaunlich, einmalig. Auch das ganze Zerklüftete Ja. kann was. Freue ich mich jetzt. Hat sich schon gelohnt, dass man hier Ja, doch schon. Und wenn Sie schon mal hier sind, wollen Sie einmal mit den Füßen durch das Wasser. Oh, ist geil. Bist du wahnsinnig? Das ist voll schief. ist richtig gut. Ja, voll angenehm. Vor allem, wenn du so durchs Wasser gehst, dann so durch die Zähne, der Sand so durch. Ja, immer so eine leichte Massagefunktion vom Sand. Das ist richtig geil. Trotz des eher mäßigen Wetters, der Strand ist gut besucht. Wenn es jetzt hier wirklich so richtig touristisch wird in der Hauptsaison, das wäre nichts. Die Natur zu genießen ist dann halt auch geiler, wenn es nur die Natur ist und nicht so Menschen. Ja. Also jetzt gerade finde ich es echt noch angenehm. Es ist keine Kulisse da, es ist niemand mit der großen Musikbox oder so da. Also von daher. Nahezu ungestört genießen sie den Strand und es wird romantisch. Seit einem Jahr sind die beiden ein Paar und diese Reise ist ihre erste gemeinsame. Dennis nutzt die Chance für eine kleine Liebesgeste. Warst du gerade absichtlich hässlich? Ha? Das ist voll verkrüppelt. Ja, tut mir leid. Sieht aus wie eine Tomate. Das Schönste von allen. Wie so eine Rübe oder sowas. Die 23-Jährige hat sich das anders vorgestellt. Die rote Beete. Es hätte ja auch nicht so groß sein müssen, aber vielleicht symmetrisch oder so. Mit Liebe. Mit Humor romantisch, aber sonst nicht kitschig romantisch, das nicht so. Das ist nicht so unser Ding. Am Abend steuern sie den einzigen Campingplatz in der Region an. Der liegt direkt am Strand. Wir müssen, glaube ich, hier rechts. Rezeptor, Camping mit Himla. Da ist eine Rezeption, aber die hat nur bis 18 bis 21 Uhr offen. Es ist 9:30. Sie sind zu spät. Hoffentlich finden sie noch einen Ansprechpartner. Ich würde einfach mal reingehen, oder? Nein, das ist eine Küche. Ja, aber den- da ist doch so wie so eine Den Kasse. Typ einfach fragen. Hey, Hey. do you speak English? Yes, sir. We want to go on the We want to check camping in place. for the camping. Yeah. Der letzte Campingplatz-Check-In ist für beide schon eine Weile her. Und der hier startet erst mal holprig. They're in the We car. must go to... I will wait. Sorry. Wir müssen unser Auto im Ausweis holen. Klassischer Anfängerfehler. Aber dann läuft's fast reibungslos. Ist dein Ausweis wieder? Passport is tomorrow. You keep the passport. Yeah. Okay. Okay, cool. No problem. No problem, no problem. It's safe. Okay, thank you. Thank you so much. Ich glaube, das ist Pfand. Ja. War ganz lieb. Jetzt wissen wir, wie es läuft. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal über den Platz und gucken einmal, wo wir uns so wohlfühlen.
Für die 22 € pro Nacht ohne Strom wollen sie einen ruhigen Platz, nicht zu gesellig. Ich würde vielleicht fast schon da hinten so ein bisschen anpeilen. Ah, okay, ich weiß wo. Was? Ich weiß wo. Warum? Da hinten ist ein T3. T3-Fahrer müssen zusammenstehen. Ich muss sagen, einmal kurz fragen, ob es okay ist, dass man sich so in dieser Nähe hinstellt. Gesagt, getan. Sie lernen Mira und Hans kennen, ein niederländisches Rentnerpaar, das wortwörtlich hier gestrandet ist. Morgen werden wir abgeschleppt. Okay. Und vielleicht wird er repariert, vielleicht nicht, geht er zurück nach Holland. Wo steht ihr dann? Noch gar nicht. Wir wollten gerade eine Runde drehen und schauen, wo wir Ja, das haben wir auch gemacht. Und dann hier in die Ecke. In die Ecke, ne? Und dann habe ich ihm so hierin gepusht. Achso, also hier in der Ecke hat er aufgehört zu fahren. Ja. Aber wenigstens hier. Ja, wenigstens hier. Ja, es ist ja so schön hier. Oh. Aber wie lange sitzt der jetzt schon hier fest? So, ein paar Stunden. Achso, das ist heute erst passiert? Ja. Lucy und Dennis parken schließlich in der Nähe. Sie machen es sich gemütlich und lassen den Abend entspannt ausklingen. Noch die Handbremse an, okay? Dann sind wir auch wirklich da. Super, ja? Ich find's cool. Der nächste Morgen. Die erste Nacht war unerwartet kurz. Wir hatten sehr viele Mücken im Auto. Also Dennis hat gezählt. Irgendwas zwischen 10 oder 15 Mücken waren es. Wir können auch die Flecken auf dem Teppich zählen. Wir haben halt nur eine Fliegenklatsche. Das heißt, einer kümmert sich immer, dann andere Nächte habe ich mich drum gekümmert. Heute hat er sich drum gekümmert. Und dann hat er eine halbe Stunde lang Mücken gekillt. Jetzt müssen wir noch spülen. Schick, schnack, schnuck, wer? Habe ich mir auch schon gedacht. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Eine gute Gelegenheit, sich mal den Spülbereich genauer anzusehen. Ich finde, es ist alles sehr groß. Also ich glaube, wenn dann Sommer ist, ist es hier sehr, sehr voll. Weil so viele Spülplätze und da müsste hier wirklich was los sein quasi im Sommer. Aber es ist alles sehr sauber, auch wenn es alt ist und in die Jahre gekommen. Aber es ist trotzdem super, super zum Nutzen. Dennis nutzt die Gelegenheit und verabschiedet sich schon mal von den Niederländern. Ihr VW-Bus wird jetzt abgeschleppt. Ich denke, die werden den einmal untersuchen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sie den wieder zum Laufen kriegen. Macht's gut! Sowas sieht man selten. Lucy verfolgt das Spektakel gespannt. Ich bin froh, dass es nicht unsere ist. So ist es ganz spannend und lustig zuzuschauen, aber wenn es unsere wäre, wäre so... Oh. Schon traurig. Schließlich haben sie die Niederländer gerade erst kennengelernt. Dennis berührt der Abschied. Ihm wird klar, wie schnell eine Reise mit einem alten Gefährt enden kann. Er hofft, dass sein Harry ihn noch viele Jahre begleitet. Den habe ich von einem älteren Herrn gekauft, der selber Harry hieß. Deswegen heißt das Auto auch so. Die waren so herzlich, diese Familie. Und die wollten auch, dass ich das Auto bekomme. Einfach, weil die wussten, dass es halt in gute Hände kommt. Dass er sozusagen noch mal ein zweites Leben bekommt, in dem er noch mal neue Abenteuer erleben kann. Und das darf er ja auch aktuell. Dennis hat ihn als leeren Transporter für 8.000 € gekauft und mit viel Liebe zum rollenden Zuhause ausgebaut. Tatsächlich in der Zeit zwischen, wo ich mir das Auto angeguckt habe und abgeholt habe, das war circa eine Woche, in der Zeit ist leider auch der liebe Harry verstorben. Ja, deswegen sozusagen die Seele lebt weiter und er kann halt noch weiter reisen. Auch Lucy fährt einen T3. Braun mit Hochdach und einem Gang mehr. Die Liebe zum alten Bulli hat die beiden vor einem Jahr zusammengebracht. Bin ich halt letztes Jahr nach Norwegen gefahren, ich bin alleine gereist. Und das war so ein Beach-Parkplatz und habe dann noch einen weiteren T3 gesehen. Und T3-Fahrer parken nebeneinander und das war halt der T3 von Lucy. Und dann hat sich das so ergeben, so, ja, willst du mit auf den Klettersteig morgen? Ja, okay, bin ich dabei. Habe ich noch nie gemacht, mache ich mit. Und so haben wir uns kennengelernt eigentlich. Der Tag ist noch jung und 2 Stopps stehen an. Zuerst wollen sie zu einer Olivenölfarm im Bergdorf Rocca.
und am Nachmittag weiter zum Campingplatz in Chania. Kreta ist bekannt für sein Olivenöl. Lucy und Dennis wollen wissen, wie das echte kretische Olivenöl schmeckt. Das ist aber richtig schön riechisch, ne? Guck mal, ganz viele Rosen. Ja, guck mal, die einzelnen Häuser und so. Wow, richtig schön. Lucy und Dennis haben sich eine Olivenfarm im Bergdorf Rocca rausgesucht. Hier oben treffen sie Olivenbauer Raphael Yanarakis. Hello, welcome, welcome. I'm Raphael, nice to meet you. Come inside. First of all, you drink alcohol, right? Yeah. The raki is the most local drink where we have in Crete. Raphael serviert eine Runde Raki, den traditionellen kretischen Schnaps. But the half is okay, because we must drive. No, the whole, don't worry. Dennis will nur einen kleinen Schluck zum Probieren, weil er noch fahren muss. Raphael betont, wie gut der Raki für die Verdauung sei. You know, in Crete, we say yamas. Yamas. Jamas. Ja. Yamas. Do you like it? Oh, yeah. Dennis schmeckt's ganz gut. Yamas. Yamas. Did you like it? It's strong. It's strong. Ich dachte, wir gehen zum Olivenöl-Tasting und jetzt probieren wir Alkohol. Vor der Verkostung zeigt Raphael ihnen seinen ganzen Stolz. Den Olivenhain. Zwischen diesen Bäumen ist der 27-Jährige aufgewachsen. Raphael erntet im Oktober, wenn die Oliven noch grün und besonders nährstoffreich sind. Danach reifen sie nach, werden braun und schließlich tiefschwarz, erzählt er. Brown and finally total black when they are full ripe and very juicy. Mit einem Olivenrüttler werden die Früchte vom Baum geschüttelt. Dennis und Lucy dürfen mal anpacken und merken schnell, wie anstrengend das ist. Ein Baum. Ein Baum. Ist so schwer? I wanted to try too. Okay, it's heavy. Raphael produziert Olivenöl der höchsten Qualitätsstufe und das probieren Dennis und Lucy jetzt. Zum Vergleich gibt's ein einfaches Olivenöl aus dem Supermarkt. We want to increase the temperature between 27 and 28 degrees. Lass es nicht fallen. Auf 25 Grad erwärmt schmeckt das Öl am intensivsten, erklärt Raphael. Es riecht nach Seife. Ja, doch nach Möbeln, ne? Das Supermarktöl hat durch Sonne und Luft viel an Geschmack verloren. Der schmeckt nach nicht so viel, ne? You don't feel any spices, right? Es war wie, als ob du so einen Löffel Margarine quasi einfach nur im Mund... Also, es schmeckt, Ja, also das hätte auch Rapsöl sein können. Das erste war so gar nichts. Dann kosten sie Raphaels Olivenöl. Das wird aus den grünen Oliven gepresst und ist deswegen besonders intensiv. Also, wenn ich eine Tomate aufschneide, dann riecht das so ähnlich. Ja, wild. Oh mein Gott. Es hatte wirklich alle Komponenten, spicy und mit dem bitteren Geschmack. The olive oil in Crete. Die Menschen auf Kreta verbinden Olivenöl mit Familie und Tradition. Sie nennen es hier Gold. 45% des gesamten griechischen Öls stammen von hier. Lucy und Dennis nehmen eine Flasche für 19 € mit. Bye. Bye. Ciao. Ich glaube, wenn man sich das hier anguckt, dann weiß man, worüber wir gerade reden, weil es ist eine super Qualität. Ja. Es ist ganz viel Leidenschaft drin. Ja. Er lebt Olivenöl. Was für eine Handarbeit dahinter steckt, dann ist es auch verständlich, dass es quasi so viel kostet. Aber eher so für, ja, wenn es mal schön sein soll. Nun steuern sie den nächsten Campingplatz an. Der einzige in der Region Chania. Auf ganz Kreta gibt es nur 7 Stellplätze für Camper. Erstaunlich wenig für so eine große Insel. Hey. Hello. Hi. 2 people and camper van. Yeah. Okay. So the price is 8 euros per person. Ah. Plus 6 for the camper van. Okay? Yeah. So it will be 22. 22 € für eine Nacht, völlig okay. Mike, der Campingplatzbesitzer, bringt sie zur Stellfläche. Es gibt eine Zeltwiese, Bungalows und alles, was das Camperherz begehrt. Und sogar ein bisschen mehr. Aber wir können heute Abend Billard spielen. Und dazu ein Bierchen trinken. Oh, geil. Can, ja. Das ist geil gemacht. Sehr luxuriös. Das mal was anderes wie
auf Steine ins Meer zu steigen. Während der Nachmittagshitze war alles lahmgelegt. Jetzt sinkt die Sonne und plötzlich ist Leben auf dem Platz. Zum Abschluss eine Runde Billard. Die Regeln sitzen nicht ganz, aber einer hilft dem anderen. Ja, ging nicht rein. Was hast du jetzt gemacht? Ich wollte die Schwarze anstoßen. Das darf man nicht. Ach so, warum? Man darf die Schwarze nicht anspielen. Wusste ich natürlich. Beim Anstoßen auf Griechisch kommt Dennis ins Straucheln. Tahuk? Was für Tahuk? Wie hieß das jetzt? Yamas. 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 Es ist Tag 3. Zeit für Stadtluft. Nur 10 Minuten vom Campingplatz entfernt liegt Kretas zweitgrößte Stadt. Dennis und Lucy sind schon früh unterwegs. Wir sind schon in Chania, weil der Mike, der Campingplatzbesitzer, uns erklärt hat, dass Chania eine wunderschöne Stadt sein soll. Zweitgrößte auf Kreta, auf jeden Fall eine Besichtigung wert. Und er hat gesagt, wir sollen unbedingt Bugazza probieren. Das werden wir nachher noch suchen. Die beiden schlendern durch die knapp 6000 Jahre alte Stadt. Also wenn es natürlich wichtige Spots gibt, dann peilen wir die schon an. Aber an sich lassen wir es uns treiben und versuchen eigentlich auch mal hinter die Kulissen zu kommen, um einfach auch mal die Realität zu finden. In einer ruhigeren Gegend entdecken sie dann ihren Frühstücksspot. Hello. Hello, Dennis. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε. Γεια σας, γεια σας. Ελάτε, περάστε. We want to eat Bugazza? Okay, thank you. In der Traditionsbäckerei der Familie Jordanis wird jeder schon am Eingang herzlich begrüßt. Die 69-jährige Inhaberin Jonna führt den Laden gemeinsam mit ihrem Sohn Chalios in 5. Generation. Ihr Bugazza-Rezept ist über 100 Jahre alt, erzählt Chalios stolz. Wow. Gerade noch gewünscht, schon werfen sie einen Blick hinter die Kulissen. Die Zubereitung ist echtes Handwerk. Aus Mehl, Wasser und Öl entsteht ein Teig, der hauchdünn gezogen wird. Chalios erzählt, dass der Teig mit dem lokalen Mysitra-Käse gefüllt wird. Local Mysitra cheese. Is it possible to taste a little bit of the... You can compare the taste before it gets cooked and after. Dennis möchte einmal probieren. So kann er den Geschmack vor und nach dem Backen vergleichen. Soft cheese. Thank you. Wow. So gut. Wie Frischkäse ein bisschen. Frischkäse, aber sehr salzig, aber geil. Geil salzig. Von der Küche direkt auf den Teller, mit Zimt bestreut. Fertig ist das kretische Frühstück. Ich bin gerade sehr froh, dass wir den Käseinhalt quasi vorher probiert haben, weil es ganz anders schmeckt wie jetzt. Jetzt ist es auf einmal süß. Schön, dass Sie das so lange zelebrieren und ja, dass es das immer noch gibt. Weiter geht's zum Hafen. Dennis liebt Boote. Irgendwie gibt mir das geile Feelings. Also ich mag, wenn das so ein alter Hafen ist mit ganz alten Booten, auch gerade Fischerboote oder so. In 2 Tagen will er selbst eins mieten. Er checkt schon mal die Modelle vor Ort. Das wäre so, das könnten wir doch mal mieten. Da kannst du drauf wohnen. Könnten wir auch gegen Harry tauschen. Nein, das bestimmt nicht. Ja, ist auch ein bisschen blau? Nein. Oder der ist, das ist, glaube ich, auch in unserem Budget. Und das Blau, das passt. Das nehmen wir. Saturday I go out and play. But when Sunday rolls around, drop down on my knees and pray. Geil. Zurück am Platz. Eigentlich wollten sie direkt weiter. Doch das Wohnmobil nebenan und seine Besitzer machen sie neugierig. Ich bin der Uli. Dennis, grüß dich. Hi. Lucy. Die Lucy. Lucy, ja. Lucy, ich bin der Helga. Uli und Helga Bergert aus Chemnitz ist der knallblaue Bulli sofort aufgefallen. Das war mal eines meiner Traumautos. Traumauto? Wir hatten auch einen D3. Echt? Cool. Ja, ja. Aber wir hatten einen D3, wo du es doch noch ausstellen konntest. Und oben schlafen konntest und unten. Ja, cool, okay. Warum habt ihr ihn denn verkauft? Ich will mal sagen, je älter du wirst,
desto anspruchsvoller wirst du mittlerweile auch. Das Rentner-Ehepaar ist mit einem großen Wohnmobil unterwegs. Mit großem Ess- und Wohnbereich, festem Bett und sogar einem Roller in der Heckgarage. Und da hast du eben hier vom Prinzip die Dusche und das Klo. Und nur als Enkel mit unterwegs war, da konnten wir eben dann immer hier zumachen. Und da hat die ihren Raum gehabt für sich, weil die war die auch teilweise in der Pubertät. Und da war es schon manchmal auch ein bisschen schwierig. Ja. Jung und alt verstehen sich und haben sogar eine ähnliche Reiseroute. Am Heck präsentiert der 73-jährige Tischlermeister stolz, wo er schon überall war. Da geht es eben los, wo wir dann mittlerweile gar nicht mehr richtig nachvollziehen können, wo wir überall gewesen sind. Wir waren bis zum Nordkap, Schweden. Akropolis wart ihr auch? Da waren wir jetzt. In Athen? Ja. Da wollen wir nämlich auch rein. Ja. Das haben wir auch vor. Nicht mehr lange, dann werden Dennis und Lucy selbst an der Akropolis sein. Wie kriegst denn du deine Räder runter? Hast du eine Leiter mit? Nee, ganz normal hochklettern. Also Ach, übers das Auto wirklich dann sozusagen hochklettern. Ach, du das, ja. Fuß. Ja. Ach, ja. Das ist ganz easy. Denn das wollte ich sagen, das ist ja auch sportlich, ne? Ja. Eigentlich würden Lucy und Dennis gerne länger plaudern, aber sie müssen los zum nächsten Stellplatz. Hab mich gefreut. Schöne Stellplätze. Euch auch. Die beiden wollen Strecke machen. Ihr Ziel? Ein Stellplatz direkt am Meer bei Rethymno. Von dort ist es am nächsten Tag nicht mehr weit zur geplanten Schluchtwanderung. Den Spot hier haben sie über eine App gefunden. Also hier zum Beispiel ist jetzt gerade nicht schön, ne? Aber wäre auch schon wirklich. Also es wird mir fast schon reichen. Der wäre geil eigentlich. Die Straße ist breit genug, dann stören wir niemanden. Ja. Selber Nachfahrer. Super. Das ist eigentlich der Inbegriff vom Freistehen, dass man an Spots kommt, die bildhübsch aussehen. Einfach dieses Meeresrauschen noch zu hören, wenn man früh die Schiebetür aufmacht, das ist schon sehr, sehr, sehr schön. Das Gefühl von Freiheit. Um das zu erleben, müssen sie sich selbst versorgen. 35 Liter Wasser, eine Toilette und Strom sind an Bord. Prinzipiell, Lucy hat ein bisschen mehr Plan vom Kochen. Deswegen gibt sie mir so ein bisschen, nicht Anweisungen, aber so Empfehlungen, was ich gerade machen sollte. Und ich führe das einfach aus. Bis jetzt hat alles immer sehr, sehr gut geschmeckt, wenn Lucy das halt vorbereitet hat. Deswegen Das hast du lieb gesagt. überlasse ich das auch einfach hier. Eine Kleinigkeit essen und dem Meer lauschen. Mehr brauchen sie heute nicht. Der nächste Morgen. Dennis und Lucy sind startklar fürs nächste Abenteuer. Hast du dein Gesicht schon eingecremt? Ja, habe ich. Nee, Gesicht nicht. Hi. Und zwar haben wir eine wunderschöne Schlucht rausgesucht, angeblich mit einem Wasserfall, der atemberaubend sein soll. Ja, mit einer kleinen Wanderung dazu, da freuen wir uns drauf. Dann, let's go. Die Straße ruft wieder. 2 Stopps stehen heute an. Erst zur Kurta-Liotiko-Schlucht, die im Süden der Insel liegt. Danach weiter zum nächsten Stellplatz bei Heraklion. Unterwegs erleben sie die vielfältige Landschaft von Kreta. Sie fahren ins Landesinnere, vorbei an sattgrünen Hügeln. Wenige Minuten später sind sie an schroffen Felswänden und tiefen Schluchten. Beeindruckend jetzt schon. Und wir sind ja nicht mal richtig in der Schlucht. Nee, wir sind noch gar nicht da. Du kannst eigentlich alles machen. Berge, Beach, Stadt, du kannst alles Mögliche machen. Also und an einem Tag, wenn man möchte. Und da die Insel halt sehr schmal ist, kannst du halt auch immer wechseln zwischen Süden und Norden. Ja. Genau das macht die Insel so attraktiv für Touristen. Auf Kreta gibt es 400 Schluchten und die Kurta-Liotiko-Schlucht ist ein Hotspot für Hobbyfotografen. Dennis, Hand. 2 Kilometer sind es bis zur Flussmündung. Danach endet der Weg, doch vom Wasserfall keine Spur. Echt groß. Das Wasser sieht sehr schön aus. Aber warum sind jetzt alle hier und nicht da vorne? Was ist hier so besonders?
Für den Wasserfall müssen sie noch weiter in die Schlucht. Durch das 14 Grad kalte Wasser. Ah, okay. Geil. Okay, ist geil. Ist geil. Ja, ist geil. Es ist kalt, aber geil. Ahnungslos schwimmen sie in die Schlucht. Dabei entdecken sie eine ganze Reihe von Naturschätzen. Kommt einfach auf deinen Raum. Ja, hier auch. Guck dir mal an. Und normal. Das Wasser stammt aus eiskalten unterirdischen Quellen und speist hier den Fluss. Leider ist die Strömung zu stark. Trotzdem, für sie ein absolutes Highlight und ein unvergessliches Naturerlebnis. Unfassbar kalt, ist unfassbar kalt, aber magisch. Wunderschön. Gut 2 Stunden fahren sie noch bis zu ihrem nächsten freien Stellplatz in Heraklion. Eine schöne Strecke entlang der gut erschlossenen Küstenstraße. Das kalte Wasser hat sie müde gemacht. Das ist so schön hier. Es ist echt schön. Siehst du, wie das flimmert? Komplett Heraklion, ne? Ja, das müsste die Hauptstadt sein von Kreta. Mit Schiebetür Richtung Aussicht? Ja, ja. Packst du? Steckt. Kein Problem für Lucy. Aber beim Parken ist Dennis richtig penibel. Und der Tag war lang. So? Was machst du? Stopp! Ich fahr vorwärts. Lucy, komplett schräg, dass die Schiebetür parallel zu der Stadt ist. Die Schiebetür ist parallel zur Stadt. Nein. Okay, was soll ich tun, Dennis? Du lenkst jetzt einmal komplett ein. Fährst Deswegen fahre ich kein Auto, weil es wird ihm nicht recht gemacht. Lucy wagt einen letzten Versuch. Lucy, stopp! Lukas, du kannst es gerade nicht filmen. Du stehst komplett auf den Stein. Was machst du? Wo willst du hin? Ich will nicht mehr. Bei mir ist es eher der innere Monk, der dann sagt, ich muss gerade stehen, ich möchte schön stehen. Ein bisschen übertrieben gesagt vielleicht, aber ich gucke dann einfach ein bisschen genauer hin. Und das dauert dann halt die Zeit. Also so aus dem Nichts streiten wir uns jetzt eigentlich nicht. Die beiden vertragen sich wieder. Es ist ihr letzter Abend auf der Insel und sie erinnern sich viel lieber an die schönen Momente. Was ist so dein Highlight dieser Insel? Ich glaube, es ist tatsächlich die Schlucht heute gewesen, mit dem Baden gehen. Balos Beach war crazy, definitiv. Schön zu sehen, aber dieser Wasserfall, der hat es echt gekillt. Also auch dieser Ausblick, der ist halt traumhaft. Kreta kann was. Definitiv. Morgen Abend geht es mit der Fähre nach Athen. Die letzten Stunden auf Kreta wollen sie nutzen. Dennis will endlich ein Boot mieten. Lucy hat da so ihre Vorbehalte. Ja, manchmal werde ich seekrank, aber wir schauen mal. Vielleicht kommt der Spaß ja unterwegs. Hello, we look for a boat tour. Okay. We want to rent a big boat. Okay. Like this one. Kommt ihr aus Deutschland? Ja. Ja, das erkennt man doch gleich. Willkommen. Okay, krass, warum kannst du Deutsch? Ich komme aus Deutschland. Okay, ich bin vor ein paar Jahren hierher ausgewandert. Martina Manuras ist gebürtige Münchnerin. Schon als Kind war sie oft in Heraklion. Wegen der griechischen Lebensart und letztlich auch der Liebe ist sie nach Kreta gezogen. Die Uhren ticken anders. Es ist alles viel langsamer, kann natürlich auch nervig sein, aber es entschleunigt das Leben so ein bisschen. Es ist stressfreier und das gefällt mir schon gut. Und jetzt habe ich Bock auf jeden Fall. Jetzt kann es losgehen. Ich bin richtig heiß. Demnach, ja, let's fetz. Wow. Wahnsinn, ne? Die geht ganz schön tief rein. Das ist das, was ich am Bootfahren so mag.
Du kommst halt an Spots, die man so nicht erreichen kann. Ja. Also ich muss sagen, mir ist nur schlecht, wenn wir nicht fahren. Wenn wir stehen und dann schwankt, dann ist mir schlecht und ich krieg so ein mulmiges Gefühl. Dann lieber schnell ins Wasser. Alles schimmert in den schönsten Blautönen. Absolut paradiesisch. Doch beim Schnorcheln spürt Lucy die Wellen. Und dann geht alles ganz schnell. Ihr Magen macht nicht mehr mit. Okay, du hältst fest. Möchtest du nach vorne? Nein. Okay. Die Bootstour ist vorbei. Es wird gerade Busse. Okay, wir fahren jetzt. Für Dennis' Leidenschaft kann Lucy sich noch nicht erwärmen. Also ich kann auf jeden Fall nachvollziehen jetzt, warum er es mag. Man darf halt nur nicht anhalten. Man muss weiterfahren. Immer weiterfahren. Und dann war es schon schön. Am Hafen von Heraklion wartet ihre Fähre nach Athen. Es ist chaotisch, wie so oft an solchen Orten. Sie müssen sich beeilen, weil sie spät dran sind. Sollst rückwärts rein. Ey Junge, das Auto ist 30 Jahre alt, das ist nicht so einfach. Soll ich ausgehen? Ja Junge, mach mal ruhig jetzt. Alter. Hab's geschafft. Sind wir auch. Und Erholung naht. Sie verbringen die Nacht in einer ruhigen Schlafkabine. 270 € zahlen sie für die Überfahrt. 10 Stunden quer durchs Mittelmeer bis zum Hafen von Piräus, dem größten Passagierhafen Europas. Morgens um 6 erwacht der Hafen zum Leben, wenn eine Autofähre nach der anderen anlegt und tausende Menschen das Festland erreichen. Willkommen in Athen. Sie haben es geschafft. Athen liegt vor ihnen. Bevor Sie Athen erkunden, checken Sie auf dem Campingplatz ein. In Athen gibt es nur einen und 2 etwas außerhalb. Sie haben einen außerhalb reserviert. Thank you. Gut. Wollen wir einmal rumlaufen? Ja, auf jeden Fall. Guck mal einmal. Ja, man hört die Autobahn, definitiv. Ich hoffe, das wird ein bisschen ruhiger noch. Wir sind T3, das ist natürlich schon mal geil. Fühlt sich ein bisschen an wie so ein Wohnmobilstellplatz, würde ich sagen. Goldrichtig. Betreiber George Panagoulias startete vor 25 Jahren einen Miet- und Reparaturservice für Wohnmobile. Seit 2 Jahren bietet er zusätzlich Stellplätze an. Allgemein, also es sieht alles so neu aus. Das kann was, also das gefällt mir schon echt gut. So, hier ist kein Gammel an der Wand und gar nichts. Das ist alles wunderschön neu gemacht. Also Für 35 € pro Nacht gibt's nicht nur Strom und Dusche, sondern auch nette Nachbarn. Grüßt euch. Hi. Wir sind von dem blauen Bulli da drüben. Ja, Genau. ja, wir haben den schon gesehen. Ne? Ja, Der echt? sieht sehr schick aus. Hi, Genau. Markus. Hi, Dennis. Hi. Grüß dich. Hi. Ihre Nachbarn Markus und Pia kommen aus Leipzig. Er arbeitet im Marketing, sie ist Krankenschwester. Und ihr Camper? Genau wie der von Dennis. Er war mal nur gelb und ich hatte einen schweren Unfall und dann habe ich das alles neu gemacht und habe das alles aufgespachtelt und habe dann gedacht, gelb-weiß sieht irgendwie ein Stück freundlicher aus und jetzt ist er, wie er ist. Ja. Richtig schön. Die Paare verstehen sich auf Anhieb und die Männer verlieren sich schnell in einer Liebeserklärung an ihre Reisebegleiter. Das ist ein geiles Auto. Wir sind 2.500 Kilometer unterwegs, das ist gar nichts. Ne? Er fährt 1A, er ist langsam, aber er fährt. Er verbraucht wenig, er schluckt für einen T3 relativ wenig Öl. Also ich werde den immer behalten. Den fahre ich noch mit Hundertsten. Beide Paare stehen mit ihren Bullis auch gerne mal frei. Doch ab Juni 2025 gelten neue Regeln für das Parken von Wohnmobilen. Markus hat sich schon informiert. Man kann sich schon an Straßen hinstellen, wo jetzt kein Schild steht, dass es explizit verboten ist. An Waldrändern kann es schwierig werden, an Sehenswürdigkeiten ist es schwierig.
Betroffen sind auch Küsten, Strände und archäologische Stätten. George Panagoulias, der Campingplatzbetreiber, kennt die neuen Regeln genau und kann die Camper beruhigen. Wohnmobile dürfen überall dort parken, wo auch Pkw stehen dürfen, sagt George. Wherever a normal car can park. Jetzt wollen Lucy und Dennis endlich Athen erkunden. 2 Dinge haben sie sich vorgenommen. Ein Aussichtspunkt mit Topblick und die Akropolis. Ich würde sagen, erstmal einmal Akropolis und dann gucken wir, dass wir so ein bisschen noch rumlaufen. Ja. Mal gucken, was wir sonst noch finden. Zunächst geht's bergauf, denn die Akropolis thront auf einem 156 Meter hohen Felsen. Oh, schau mal, wir sind schon ganz weit über der Stadt. Wow. Schön, es lohnt sich. Wow. Ja, es lohnt sich wirklich. Ja. Die Gebäude sind alles so hell. Ja. Je näher sie an die Akropolis kommen, desto voller wird's. 2,8 Millionen Menschen besuchen das UNESCO-Welterbe jährlich. Menschenmassen, eigentlich gar nicht ihr Ding. Es fühlt sich an wie bei Lidl an der Kasse hier. Oh mein Gott. Ja gut, dies zu vermeiden, wenn man auch mal ein bisschen Kultur haben möchte, ist schier unmöglich. Und ich sag mal, in der Winterzeit hier zu sein, ist vielleicht auch nicht, dass dieser Flair rüberkommt. Gerade wenn die Sonne halt auf diese Stadt leuchtet. Sie leuchtet halt zurück, deswegen müssen wir das halt in Kauf nehmen. Also schieben sie sich mit Hunderten anderen im Einbahnstraßensystem durch die historischen Anlagen. Was wissen Sie eigentlich über das Wahrzeichen? Also ich weiß nur, dass hier die Demokratie geschaffen wurde. Weißt du so drüber? Ich weiß gar nichts. Es sind ganz viele Säulen, die könnten wir zählen, wenn es langweilig wäre. Lucy will mehr erfahren und hat ihre ganz eigene Art, mehr herauszufinden. Oh, rechts gibt's Informationen. Ich sehe da ein Kreuz. Siehst du das? Was denn? Er hat gesagt, dass da vorne ein Kreuz ist. Ich sehe da nichts. Auch ohne jedes Detail zu verstehen, dieser Ort fasziniert sie. Wir haben auch die Tickets gebucht, weil wir halt gehört haben, dass es so unglaublich sein soll. Wir haben aber eher so, ja komm, lass doch mal 10 Minuten eben hin und danach geht's, weiß ich nicht, weiter Frappé trinken. Und dass es jetzt halt so unglaublich ist und wir halt, wie lange? Stündchen, 2 jetzt schon unterwegs sind hier. Das haben wir nicht so gedacht. Der Eintritt kostet 30 €. Unter 25-Jährige wie Lucy kommen gratis rein. Zum Abschluss ihrer Griechenlandreise steigen sie nun auf den Lykabetos, Athens höchste Erhebung, für den ultimativen Blick auf die Akropolis und ganz Athen. Zur Feier des Tages, dass wir jetzt endlich es geschafft haben, Athen zu bereisen. Genau. Da kann man schon mal anstoßen. Tschüss. Ein faszinierender Abschluss ihrer Insel- und Festlandreise. Zeit für ein Fazit. Athen ist riesig, Athen ist schön. Klar, die Akropolis ist the one and only. Ansonsten, Gastfreundschaft ist in Griechenland Wahnsinn. Ja, super. Also vielleicht sogar unvergleichbar. Ja. Ja, Ja. ich fand die Schlucht mit dem Wasserfall grandios. Vielleicht sogar mit das Highlight. Demnach haben wir, glaube ich, eine schöne Reise. Eine schöne Reise mit allen Vorzügen, die das Campen in Griechenland so besonders machen. Camping ist die Möglichkeit, mit seinem eigenen Zuhause auf 4 Rädern einfach rumzufahren und Sachen zu entdecken. Und man kann es halt vor allem auf Kreta beziehen, weil es so viel zu entdecken gibt und alles ist maximal 2 Stunden Fahrt entfernt. Also das ist perfekt geeignet für Roadtrips. Ihre erste gemeinsame Bulli-Reise zu zweit. Und ganz sicher nicht die letzte.